Hallo zusammen. Diese Woche feiere ich einen wichtigen Tag, da ich vor 12 Jahren nach Schottland ausgewandert bin. Heute schaue ich also zurück auf meine Entscheidung und meine 12 Jahre in diesem wunderschönen Land, das ich meine Heimat nenne. Ich hoffe, euch gefällt das Video und sende viele liebe Grüße aus Schottland. Tag Balev. Schottland, Land der Berge und Täler, der Seen und Burgen, Land der Erfindungen und Lieder, Land der Geheimnisse und Mythen, wo Feen und Einhörner leben. Deine reiche Geschichte, deine immer lächelnden Menschen, die stolz und doch bescheiden sind, gefürchtet, jedoch friedlich, laut, jedoch warmherzig. Schottland, mein Herz gehört dir, gestern, heute und morgen. Ich habe unseren Umzug für ein Jahr vorbereitet und bin regelmäßig nach Schottland gereist, um eine Wohnung zu finden und natürlich auch soziale Kontakte zu knüpfen. Unser erstes Zuhause war die frühere Wohnung des Stewards im Duddingston Golf Club House in Edinburgh. Ich habe mich sofort in die Wohnung verliebt, als ich sie betreten habe. Ich mochte die etwas schräge Anordnung, die aber dennoch wohnlich wirkte und konnte mich hier mit meinem Sohn sehen. Auf dem Golfplatz zu wohnen hieß, dass es hier sehr ruhig war, in grüner Umgebung, aber dennoch nicht ländlich. Die Golfer und auch Mitarbeiter des Clubhauses waren unheimlich freundlich und hilfsbereit. Unser Blick vom Wohnzimmer und aus der Küche war eins der Highlights der Wohnung, da man von dort aus auf die Pentland Hills schauen konnte. Dieser Blick wechselte häufig je nach Jahreszeit, war aber immer wunderschön. Mein Sohn hat sich sehr schnell und problemlos an die neue Umgebung gewöhnt, was natürlich eine Erleichterung war, da es ja mein Traum war, nach Schottland auszuwandern. Wir sind anfänglich sehr viel gereist, um unsere neue Heimat noch besser kennenzulernen oder um Besuch unserer Heimat zu zeigen. Schottland ist einfach wunderschön. Es gibt kaum eine Gegend, die man favorisieren kann. Dennoch ist das Leben in Schottland nicht so anders als an anderen Orten. Eine Auswanderung bedeutet nicht, dass dein Leben auf einmal ohne Pflichten und Verantwortungen besteht. Ich hatte natürlich immer noch Elternabende, musste meine Steuererklärung machen, mich in die Wählerliste einschreiben, bei den Ärzten registrieren und viele kleine Entscheidungen treffen.
In ein fremdes Land auszuwandern bedeutet, dass erst einmal alles irgendwie neu ist und man sehr viel zu lernen hat. Darauf sollte man vorbereitet sein. Ich hatte den Vorteil, dass ich mich vor langer Zeit bereits in Schottland verliebt hatte. Schottlands Menschen, die so offen, freundlich und hilfsbereit sind. Ich habe mich hier immer willkommen gefühlt und die Menschen, denen ich begegnet bin, waren stets ehrlich an mir und meinem Hintergrund interessiert. Schottland ist ein progressives Land, das mit Stolz auf seine reiche Geschichte zurückblickt, die Zukunft aber im gleichen Moment umarmt. Es ist einfach in Schottland Freunde zu finden, da man schnell und unproblematisch mit vielen Menschen ins Gespräch kommt. Die Schotten sind unglaublich hilfsbereit und als kleine Nation scheinen die Verbindungen zu den Mitmenschen noch nicht verloren zu sein, was einfach schön ist. In 2019 habe ich dann meinen heutigen Ehemann getroffen, der gebürtig aus Edinburgh stammt und auch dort lebte. Wir haben uns dann ziemlich schnell in unserer ersten Herausforderung wiedergefunden, als in 2020 die Pandemie von der Welt Besitz ergriffen hat. Wir haben das sehr gut überstanden, zumal das Wohnen auf dem Golfplatz sich wenig veränderte und ich, als jemand, der per se ein einfaches Leben führt, keine dramatischen Veränderungen in Kauf nehmen musste. Angestoßen durch die Pandemie haben wir dann in 2020 begonnen, nach einem gemeinsamen Zuhause außerhalb von Edinburgh zu suchen. Das war nicht einfach, da der Immobilienmarkt zu der Zeit verrückt spielte und Häuser innerhalb von Tagen verkauft wurden, und zwar zu viel höheren Preisen, als sie wert waren. Am Ende haben wir jedoch großes Glück gehabt, da die Familie, die uns ihr Haus am Meer verkauft hat, einen Preis akzeptiert hat, der weit unter dem lag, was man hätte erhalten können. Das Haus bedurfte einiger Renovierungsarbeiten und so begannen wir im November 2020 mit den Arbeiten. Das Haus musste komplett neu verkabelt werden, alle sehr alten Tapeten entfernt, die Wände abgeschliffen werden und nicht nur Wände, sondern Heizkörper, Türen und Leisten neu gestrichen werden. Die Teppiche haben wir ebenfalls entfernt und fanden darunter einen schönen Holzboden, der abgeschliffen und lackiert wurde. Küche und Bad wurden erneuert und im eher großen Schlafzimmer haben wir eine Wand eingebaut, um ein kleines Büro für mich zu schaffen. Wir verbrachten jede freie Minute im Haus und sind dann im Februar 2021 im Lockdown mit sehr wenig Hilfe eingezogen. All die harte Arbeit hat sich jedoch gelohnt, da das Ergebnis wirklich schön geworden ist und wir es lieben, hier zu wohnen.
Eine weitere große Veränderung trat ein, als mein Mann und ich im Oktober 2021 geheiratet haben. Wir hatten uns für eine Elopement-Hochzeit entschieden, da wir eine private und kleine Hochzeit gewünscht haben und es auch immer noch schwierig war, vor dem Hintergrund der andauernden Pandemie zu planen. Der Hochzeitstag wird für immer einer meiner liebsten Erinnerungen sein. Wir hatten so viel Glück mit dem Wetter und den wenigen Menschen, die involviert waren. Der Humanist, der uns getraut hat, war sehr nett und herzlich und unser Fotograf lustig und easygoing. Wir hatten keinen großen Plan, wie alles vonstatten gehen würde. Ich wusste nicht einmal, wie genau der Brautstrauß aussehen würde, aber es passte einfach alles. Nachdem uns der Fotograf wieder am Hotel abgesetzt hatte, haben wir den Nachmittag in der Bar verbracht und die schöne Landschaft und abends ein Candlelight-Dinner genossen. Es war ein perfekter Tag. Jetzt, 3 Jahre später, haben sich die Dinge wieder geändert. Mein Sohn ist an der Universität und studiert Astrophysik und dadurch nur noch in den Semesterferien zu Hause. Wir lieben es, so nah am Meer zu leben und nutzen dies, wann immer wir können. Als regelmäßiger Zuschauer wisst ihr, dass ich viel wandere und oft draußen unterwegs bin, da ich die Natur einfach genieße. East Lothian hat so viel zu bieten. Es gibt viele Burgen, Wanderwege, Wälder und natürlich das Meer. Zufällig ist dies auch die sonnigste Gegend Schottlands, sodass wir bei weitem nicht so viel Regen abbekommen wie der Westen. Schottland war sehr gut zu mir und ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass ich meinen Traum hier leben darf.
Nach nun 12 Jahren in Schottland schaue ich auf einige Jahre zurück. Mit vielen Veränderungen, mit glücklichen Erlebnissen, mit Hürden, auf viel Neugelerntes. Aber eins bleibt: meine Liebe zu Schottland.
Ich hoffe, euch hat der spezielle Vlog gefallen. Falls ja, schaut euch doch auch andere Videos auf meinem Kanal an. Habt eine schöne Woche und ich sende liebe Grüße aus Schottland. Tag Baleif.